Ich möchte von 2 Frankfurter Mädchen erzählen, die hier in diesem Haus in der Holbeinstraße 8 geboren wurden. Die beiden Mädchen waren Schwestern und hießen Uli und Renate. Die Uli war meine Großmutter und die Renate ist meine Großtante. Renate wurde 1923 und Uli 1924 geboren. Ihr Großvater Alfred Günther hatte das Haus 1902 für seine Familie hier erbauen lassen. Er war seinerzeit ziemlich bekannter Architekt, der unter anderem die Villa Kennedy, aber auch viele andere Häuser hier in Frankfurt erbaute. Das Haus, in dem die beiden groß wurden, war belebt und voller Kultur. Die beiden hatten eine glückliche Kindheit. Renate schrieb Erinnerungen und aus denen möchte ich jetzt ein paar Beschreibungen vorlesen. 1921 heiratete Lilly, meine Mutter, den Oswald Götz, mein Vater, mit dem sie studiert und heimlich während der Vorlesung viele Liebeszettelchen gewechselt hatte. Oswald Götz war jüdischer Herkunft. Das spielte zunächst keine große Rolle. Schon die Eltern waren total assimiliert. Er zog in das schwiegerväterliche Haus. Im Städel wurde er als Assistent angestellt. Zu seiner Arbeitsstelle brauchte er nur über die Straße zu gehen. Dies waren die Verhältnisse, in die Uli und ich geboren wurden. Das Haus in Frankfurt war das Haus des Großvaters Günther. In unseren Augen glich es einem Schloss. Es hatte eine schöne Vordertreppe mit rotem Läufer, der von Messingstangen gehalten wurde, und eine dunkle Hintertreppe für die Mädchen. Die schliefen ganz oben unterm Dach, im 2. Stock, wie die Heringe nebeneinander. Als wir ganz klein waren, waren es 4. In der Kammer der Mädchen tanzte ich einmal als kleines Kind über die Betten und sang mein wildes Lied. Später versuchte ich mich an die Melodie zu erinnern, aber ich konnte sie nie wiederfinden. Im Keller, besser im Souterrain, befand sich die große Küche. Ich erinnere mich noch an den alten eisernen Herd, in dem Holz gefeuert wurde. An den Wänden gab es viel Delfter Kacheln, auf denen kleine blaue Männerchen Schlittschuh liefen oder Bootchen fuhren. In der untersten, mit einem Blech ausgeschlagenen Schublade des Barockbuffets wurde das Mehl aufbewahrt. Zum Mittagessen versammelten wir uns jetzt alle im sogenannten Hochparterre, in dem schönen Esszimmer mit den schweren ungarischen Vorhängen. Die hatten sie von einer früheren Reise mitgebracht. Ein großes Bild des Abendmahls hing dort über dem Buffet. Eine dunkle Renaissance-Truhe stand am Fenster. Hatten wir Bauchweh, so legte man uns mit dem Bauch darauf und der Schmerz verschwand. Es war die Christkindltruhe. Im Sommer brachte der Eismann regelmäßig riesige Stücke Eis für den Eisschrank in der Speisekammer. Uli hielt sich mit Vorliebe in der Küche auf und schaute beim Kochen zu. Sie wurde eine hervorragende Köchin. Früh wurden wir mit Musik gefüttert. In Frankfurt wurden wir oft ins Konzert mitgenommen. Zum 10. Geburtstag bekam ich ein Billet für die Carmen. Sie beeindruckt mich vor allem ihrer Leidenschaft wegen. Sie tanzte singend auf einem Tisch. Mein Vater hatte mir zu diesem Geschenk ein schönes Gedicht als Einführung zu der Geschichte dieses Zigarettenmädchens gemacht. 1933 hatte Hitler die Macht übernommen. Uli wurde in der Schule Judensau genannt. Sie wehrte sich mit ihrem lockeren Mundwerk. Die Nürnberger Gesetze hatten uns zu Halbjuden abgestempelt. Unser Vater war jetzt Volljude. Man urteilte nicht mehr nach der Religion. Wir reagierten verschieden auf die Angriffe unserer Nazi-Mitschülerinnen. Mir sagte eine Freundin eines Tages, sie könne nicht mehr mit mir befreundet sein, denn sie sei jetzt Führerin im BDM. Ich sagte, ich verstünde das. Uli würde gesagt haben, du Schuft, du verrätst ja die Freundschaft. Unser Vater war noch immer am Städel angestellt. Als privates Institut hatte man ihn lange gegen die Wünsche der NSDAP in seiner Stellung gehalten. Aber 1938 wurde das Museum gezwungen, ihn zu entlassen, ohne Rente, von einem Tag auf den anderen. Er hatte 17 Jahre dort gearbeitet.
Nach der Kristallnacht am 9. November 1938 gelang es ihm, in die USA zu entfliehen. Uli und ich verließen die Schule, um einen Beruf zu erlernen. Wir hofften, dass unser Vater bald eine Anstellung in den USA finden würde, sodass wir ihm folgen könnten. Das war aber gar nicht so einfach. Sehr viele Juden waren ja längst ausgewandert, auch sehr viele jüdische Kunsthistoriker. 1939 fing Hitler den Krieg an. 1941 traten die USA ein. Nun war es uns nicht mehr möglich, dem Vater zu folgen. Die Grenzen waren geschlossen. Das ist der Oswald, der Vater der beiden, kurz vor der Auswanderung 1938. Ganz wichtig war die Beziehung zu der geliebten Tante Elsbeth, der Schwester unseres Vaters. Sie lebte mit ihrer Mutter in Hamburg und hatte eine Hundezucht, nachdem 1933 ihr Kindergarten verboten worden war. Uli half ihr, wenn Hundebabys geboren wurden. Später sprachen sie auch über die Politik, über Auswandern und Untertauchen. Ich wusste davon nichts. Weil Elsbeth krank wurde, halfen wir 1942 abwechselnd in Hamburg den Haushalt zu führen. Uli war außerdem imstande, fröhliche Stimmung zu verbreiten. Im August wurde sie dann doch abgeholt und mit Gromi und Tante Nesi nach Theresienstadt transportiert. Von dort aus wurde Elsbeth 1944 nach Auschwitz gebracht. Mich berührt die Geschichte sehr, vor allem wenn ich jetzt auch hier an dem Haus bin und mir vorstelle, wie die beiden in jungen Jahren als kleine und junge Mädchen hier durchs Haus turnten, noch nichts ahnt von dem, was kommen würde und sozusagen wirklich eine unbeschwerte, schöne Kindheit hier verleben konnten.